euch heute, wie ihr bei eurem Windows-Rechner die Bildschirmwiederholfrequenz anpassen könnt, beziehungsweise ja, anpassen könnt. In den Spielen selbst könnt ihr das natürlich auch, aber primär für dann das gesamte System. Das heißt, dass ihr auch auf dem Schreibtisch, beziehungsweise in dem Fall Desktop, einfach das nutzen könnt, weil standardmäßig nimmt er immer 60 Hertz. Müsst ihr natürlich gucken, wie viel Hertz euer Monitor jeweils hat. In meinem Fall habe ich äh, 144 Hertz. Gibt auch noch mehr. Die meisten Gaming-Monitore haben 144 oder so 160. Gibt, gibt auch mehr. Muss mal halt gucken, ob das alles unterstützt wird. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier Rechtsklick drauf und gehen auf Anzeigeeinstellungen. Gehen dann einmal auf den Monitor. Das ist in dem Fall die Nummer 2. Und gehen hier unten auf erweiterte Anzeigeeinstellungen. Und ihr seht jetzt schon, 144 Hertz ist eingestellt. Und das ist im neuen Update im Oktober auch hier dann möglich, manuell einzustellen. Aktuell müsst ihr noch über die Adaptereigenschaften gehen. Das heißt, ihr geht dann einfach auf Adaptereigenschaften und geht hier oben dann auf Monitor. Und hier könnt ihr dann ganz normal die Hertz durchswitchen. Das heißt, standardmäßig ist es 60 und mein Monitor kann in dem Fall bis 144 Hertz. Dann klickt es an, geht auf Übernehmen und dann passt das. Und dann stellt er das automatisch auf 144 um. Genau. Ähm, Zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit, HDR zu aktivieren. Das ist aber in dem Fall irrelevant. Kann man machen, muss man nicht. Je nachdem, ob der Monitor das unterstützt. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.